Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rum um den Labwaffenbau und ab und zu schon mal ein paar andere Sachen. Heute wird es dann mal drum gehen. Ich mache ein relativ kurzes Video, beziehungsweise was relativ simples. Es werden leider auch mal wieder 2 Teile, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe. Ich muss momentan 2 Garagen leer machen, weil die abgerissen werden von meiner Mutter und mir. Deshalb verzeiht mir, wenn ich dann momentan aus so kleineren Sachen dann mehrere Teile mache. Ich hoffe, so in 1-2 Wochen bin ich damit fertig, weil ich immer wieder alles alleine machen muss. Ihr kennt es ja. Ja, nur so als kleine Erklärung. Also wundert euch nicht. Ja, dann wollen wir mal zum heutigen Thema kommen. Und zwar, ich will für das Lab ein Rasiermesser bauen. Das habe ich schon mal vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Also Video noch nicht, ich hatte da mal 3 Prototypen gebaut, aber da ist er noch bei geblieben und will jetzt mal gucken, dass ich da noch mal was mache. Und dann natürlich auch ein Video, weil der ein oder andere, das passt vielleicht beim Charakter, so ein Rasiermesser. Dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch, bleibt dran, wir sehen uns. Ja Leute, dann legen wir mal los. Ich versuche das Ganze relativ simpel zu halten. Ich gucke, dass ich da eine Materialdicke, wenn es geht, noch für nehme. Obwohl, bei einer Sache bin ich mir noch nicht so sicher, da muss ich vielleicht doch was anderes nehmen. Da muss ich jetzt gucken. So, wie gesagt, ich habe dann hier mal, einfach bei Google Rasiermesser rausgesucht und habe dann so grob die Formen gemacht. Ne? Das hier habe ich ein bisschen anders gemacht, wie es da war, weil ich das noch ein bisschen angepasst habe. Die Löcher aus Pappe, da habe ich dann eine Lochzange für genommen. Ne? Und dann ein bisschen geguckt hat, dass wenn das dann zusammengeklappt ist, so halbwegs ein bisschen bündig ist. Ob das alles nachher so passt, muss ich jetzt gucken. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, aber wir probieren mal. Wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her. Dann habe ich mir noch ein paar Kunststoffschrauben besorgt. Ja, die werden ein bisschen zu lang sein, aber da kann man ja dann später ein bisschen kürzen. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich nicht hier wieder, ich habe hier noch von den runden Kernstäben. Aber wenn ich das hier so sehe, würde ich sagen, das ist ein bisschen zu dick. Und außerdem kann das dann zu schnell aus den Seitendingern rauskommen. Das ist wahrscheinlich dann nicht so das ganz Optimale, obwohl das könnte man da mit einer Kappe irgendwie machen. Bei denen hier muss ich dann auch noch gucken, dass ich da irgendwas drüber mache, um das ein bisschen abzutarnen. Mal schauen. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das dann mache, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht mache ich auch mehrere Versionen. So, die tun wir erstmal auf Seite. So, habe ich erstmal mir ein Stück 6er Matte genommen. Dann wollen wir da mal gucken, wie ich das am besten vom Dings mache. Hier der Griff, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen lang geworden, aber den kann man ja später noch was kürzen. Mal schauen, oder andere Form. Ich wollte ein bisschen, dass da was ansehnlicher ist, machen. Mal schauen, was da draus wird. So, machen wir direkt schon mal das Loch hier. Von dem hier brauchen wir ja 2 Teile. So. Ja, hier das Loch auch schon mal. Das hintere Loch weiß ich ja nicht, wofür das ja sein soll. Wie gesagt, das Ding habe ich noch gefunden, die Klinge dazu, nämlich die musste ich noch irgendwie neu machen. Da hatte ich was gefunden, was mir so halbwegs gefallen hat, habe das noch ein bisschen abgeändert. Also hier noch das anders gemacht und hier, naja, eigentlich, ja, egal. Ich sag jetzt mal, ich habe fast alles abgeändert. Nur das Ding hier muss ich vielleicht noch ein bisschen kürzen, aber das kann man ja später machen. So, gucken wir erstmal. Dann hätte ich auch noch das Loch machen müssen. So. Mit dem Loch müssen wir auch noch gucken. Stille oben, Leute. Dafür werden wir den Lötkolben nehmen. Jetzt will ich natürlich bald auch das. Dann machen wir den Lötkolben einfach mal warm. So. Kann man nämlich hier die Löcher damit machen. Ein bisschen nachmalen, damit man sie nachher auch sieht. So, die 2 brauchen wir erstmal, glaube ich, nämlich.
Wie gesagt, das wird heute noch ein relativ kurzes Video. Mal gucken. Auf jeden Fall bald mal hier auf der Seite aufräumen, Leute. Sieht furchtbar aus. So. Ups, da haben wir noch irgendwas rumfliegen. Ja, ich wusste, ich was vergessen habe. Ich habe den Schleifklotz nicht mit runtergenommen. Na, super. So. Machen wir nur so ein bisschen anschleifen. Müssen sowieso nachher noch so ein bisschen was anpassen. Mal gucken, ob das klappt. So, dann haben wir die Teile da. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Ganze will ich auch noch so ein bisschen stabilisieren. Da haben wir das Geodreieck drin geworfen. Schauen wir mal, ob wir das halbwegs gerade hinkriegen. Könnte zwar schon ein bisschen zu breit sein, aber wir schauen einfach mal, ob das dann so halbwegs passt. Hauptsache wir haben schon mal hier so ein Stück. Da müssen wir natürlich gucken. Jetzt weiß ich nicht, bei dem Teil hier. Ein bisschen abschneiden. Das ist ein bisschen lang. Das machen wir dann ungefähr die Hälfte. Weil das noch ein bisschen breit sein könnte. Naja, hier gucken wir mal. So, weißer Edding. So. Weil die Schrauben ja ein bisschen dicker sind, nehmen wir mal hier so das dickste von den Teilen. Ich hoffe, das große noch nachher. Oh, dann klappt. Das Ganze, das kleben wir jetzt hier einfach mal ein bisschen drumherum. Also hier das Teil, das ist schon mal nicht schlecht. Allerdings bin ich mir noch am Überlegen. Ja, ich glaube, hier muss ich noch ein ganzes Teil wegschneiden hier am Griff. Nachher zum Pinsel und Schleifen. Es hat dann ein bisschen schmal. Also schnippeln wir einfach mal hier noch so ein bisschen rum. Ja, müssen wir gleich noch ein bisschen mehr beischneiden. So, das ist jetzt für die zwei Löcher. Das brauchen wir gleich noch. Dann könnten wir die Teile hier, die stabilisieren wir dann auch noch so ein bisschen. Das könnte ein bisschen, ja, komm, könnte.
So breit sind die Teile ja nicht. Machen wir dann, oh ne, da brauchen wir ja auch noch 4 von, Leute. Ich besser noch ein bisschen was mehr geschnitten. Aber zum Glück kann man ja hier noch hier rumfliehen. Nochmal so ungefähr mittig. Das war ein bisschen viel zu lang, aber ja. So. Ein bisschen abrunden. Das Ganze mache ich jetzt, damit das dann nachher nicht so schnell ausreißen kann mit der Schraube. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. So, mal schauen. Was haben wir hier natürlich? Die muss man ja natürlich auf beiden Seiten nachher haben. Jetzt kann man hier noch ein bisschen wegschnibbeln. Nach hinten hätte ich ein bisschen dünner machen sollen, würde ich mal so behaupten. Aber na gut. So, dann gucken wir mal. Wie gesagt, das machen wir dann, können wir auch dann auf beiden Seiten machen. Ich mache jetzt der Einfachheit halber das Loch hier einfach mit dem Lötkolben rein. Wie ihr seht, das geht durch wie Butter. Hat auch ungefähr die Größe von der Schraube. Kann natürlich sein, dass das dann noch ein bisschen spack ist, aber irgendwas ist ja immer. So. Gleich gucken wir mal, ob die Löcher groß genug sind. Jetzt schauen wir noch, ob das hier mit dem Lötkolben alles noch hinhaut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Wie gesagt, dann kann man das noch so ein bisschen schieben, wenn das nicht so mittig genug ist. Und dann lässt man das ein bisschen abkühlen und dann passt das schon. So, hier haben wir, da haben wir. Die haben wir auch und den auch. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt wollen wir mal gucken. Die Teile, das ist ja dann hier von der Breite ein bisschen mehr. Schneiden hier schon mal die Klinge schon mal ein bisschen bei. Jetzt gucken, so ein bisschen scharf geworden. Oh, das muss ich noch dann ein bisschen beischleifen. Oh, jetzt habe ich den Schleifklotz natürlich mit dabei. Irgendwas kann ich immer vergessen, Leute, wenn ich die Videos mache. Furchtbar bei mir. Na, ist egal. Auf jeden Fall, die Klinge haben wir schon mal. Dann müssen wir hier noch ein bisschen entgraten. So. Dann gucken wir uns das ganze Elend hier jetzt mal an. Das kommt dann so. Jetzt müssen wir natürlich, damit das nachher auch vernünftig, ups, das war verkehrt rum. So, soll der hier so reinkommen. Wie gesagt, der Griff ist ein bisschen lang geworden, da mal uns gucken. So. Ich würde sagen, dann nehmen wir ein Stück 10er Matte. Gucken, ob ich hier was rumliegen habe, natürlich. Hab ja ein bisschen was, habe ich mich schon vorbereitet. Wenn auch nicht viel, aber so ein bisschen schon. So. Ja. Jetzt muss man schauen, wie lange wir das da rein machen können. Also nehmen wir uns mal eine von den Plastikschrauben.
Ich hoffe, dass die reinpassen. Na gut, wenn jetzt noch Farbe drauf ist, wird das schon ein bisschen steif, aber na gut. So müssen wir nur gucken, dass wir das Ganze so machen, dass das auch noch funktioniert. Könnte man eigentlich, ja, das stopfen wir hier einfach mal so rein. Dann nehmen wir uns einen Kugelschreiber und machen wir einfach mal so die Form. So. Erstmal eine Seite. Ups. Das sollte es nicht sein. Die andere Seite machen wir auch noch mit. Kann natürlich sein, dass die 10 mm jetzt ein bisschen viel sind. Aber Problem ist halt immer, ihr müsst ja auch noch denken, die Farbe, die wird ja auch noch drauf gemacht. Da wird das Ganze ja auch noch ein bisschen dicker. Ja. Da müsst ihr dann immer so ein bisschen aufpassen. So. Mit der Schraube muss ich dann später mal gucken. Aber bisher sieht es schon mal ja nicht schlecht aus. Vielleicht mache ich hier auch noch mal gucken, so ein paar kleine Innen, so ein paar kleine Unterlegscheiben, damit das ein bisschen besser dann so ein bisschen auseinander ist, dass das ein bisschen besser hin und her geht. Dann nehme ich vielleicht auch Metall, 2 kleine für. Und dann mal gucken. Für satt hier, für die Schraube können wir natürlich auch eine Metallschraube nehmen. Irgendwas ist mal am Ohr gewesen. So, das können wir schon raus. Klemmpistole brauchen wir auch nicht. Naja, also auf jeden Fall erstmal nicht. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt mal gucken. Aber so im Großen und Ganzen ja, ist der Rohling dafür schon mal soweit fertig. Muss jetzt noch Feinschliff, noch hier ein bisschen geschliffen werden und so, aber so im Großen und Ganzen bin ich schon recht zufrieden. Mal gucken, wegen der Unterlegscheiben. Also Plastikmuttern habe ich ja jetzt, aber ich weiß ja nicht, wo ich die Kunststoff-Unterlegscheiben habe. Die muss ich auch noch suchen. Ja, gut, jetzt ist das hier ein bisschen zu lang. Jetzt muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Entweder würde ich das in Metalloptik so ein bisschen mit Acrylfarbe anpinseln. Oder ich setze hier irgendwie noch was drüber, so eine Art, so ein Proppen, dass das aussieht wie eine Abdeckung oder irgend sowas. Aber wie ihr seht, ja, das geht eigentlich ganz gut. Ich glaube, von der Länge ist das ja nicht so schlecht. Das kann man, glaube ich, so lassen. Ja, Leute, wie gesagt, das ist jetzt der erste Teil. Das wird halt wieder ein Zweiteiler. Eigentlich könnte ich es in einem Teil machen, aber wie gesagt, die Woche hatte ich wieder unter der Woche vormittags viel zu tun, nachmittags noch ein paar Aufträge fertig machen und dann hast du abends meistens keine Lust noch für das Video oder morgens. Meistens mache ich ja vormittags und mittags noch ein bisschen, aber wie gesagt, ist halt alles heute ein bisschen kurz, aber ich denke mal, für so ein improvisiertes Video ist es vielleicht ganz interessant. Ich denke, von den Rasiermessern werde ich auch mal wieder ein paar mehr machen, da ist bestimmt wieder Interesse da. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt mir treu. Wieder Dank an alle neuen Abonnenten. Schön wäre es, wenn ihr die längeren Videos länger gucken könnt. Denn momentan gucken viele die Kurzvideos. Die bringen mir nichts. Weder Watchtime noch Geld, weil ich die Monetarisierung ja noch lange nicht habe. Die Stunden werden wieder weniger, dadurch, dass viele jetzt momentan wieder die Shorts am gucken sind. Ne? Also, wenn ihr könnt, lasst die Videos nebenbei laufen, leise, also Ton an, aber leise, damit helft ihr mir, das würde mich echt freuen. Ja, dann hoffe ich, das Ganze
gefällt euch schon mal. Dann sehen wir uns nächste Woche, wenn ich das Ganze fertig mache. Und dann seht ihr, wie das Ganze fertig aussieht. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns.